What up, Fiala community? Happy welcome to our very first episode of our new format, Fiala Reacts. I'm really happy to be here with you. In this format, we are going to react on anything that happens in the music industry, podcasts, shows, news, anything that comes up, anything that is interesting. We are making some reactions on this one, and this time, first episode, we are going to react on a German web casting show called Prototyp Webstar, and for this reason, we are going to react, of course, in German today. So we are switching now. Let's not waste too much time and start directly. Let's go. So, alles Liebe und herzlich willkommen, Fiala Community, auch nochmal von mir auf Deutsch, zur allerersten Episode Fiala Reacts. Heute Prototyp Webstar. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Zweite Folge vom Halbfinale, zweite Top 10 Folge. Wir haben Sample Challenge. Das heißt, jetzt gerade muss jeder Act sich ein Sample picken und dann darauf was ballern. Bin gespannt, wer heute noch am Start ist. Ist Derice, Sasu, Jamie, JD und Davash. Let's go. Willkommen zur zweiten Episode der Top 10 Shows. Wir haben heute Derice, Jamie, Davash, Sasu und Jaddy, den Nachzügler. Und wir sind sehr gespannt, was jetzt hier abgeht. Let's go! So, ich mache das, weil ich Musik liebe. Ich wollte nie irgendwas anderes machen. Ich habe deswegen jahrelang im Studio geschlafen. Du hast dich am letzten Tag beworben, Alter, bei Prototyp. Ja, Mann. Und kannst du dich noch erinnern, Asfan? Wir haben am Erstmal geil, wo die da sitzen, direkt mit dem Transporter im Hintergrund. Gleich, zack, Tür auf, werden die erstmal schön maskiert, hinten reingeschmissen und dann ab ins Studio die nächsten 3, 4 Releases geballert. letzten Tag noch so durchgeguckt, 2 Tage später, glaube ich, was am letzten Tag reinkam. Und auf einmal warst du da, Alter. Zum Glück für uns beide, ja. Und ich habe direkt gemerkt, Alter, wow. Und seitdem nenne ich dich einfach America. Du bist in der Top 10, Bruder. Yes. Was sagst du zur Konkurrenz? Bruder, die Konkurrenz ist sehr stark, aber ich bin nicht gekommen, um 10., 8., 9., 7. oder sonst was zu werden. Du hast auf jeden Fall das Potenzial. Das ist 100% klar. Von dir weiß man auch immer, was man bekommt. Du kommst nicht mit einem Stani-Track. Dein Track hat immer ein super Level. Das Ding ist, früher, ich dachte, Yes, hat er recht, auf jeden Fall. Derice kommt nie mit einem Stani-Track, hat immer gutes Level, aber ist auch immer ein Level, immer dasselbe Level. Und das ist so ein bisschen das, was mich ehrlich gesagt enttäuscht. Ich weiß nicht, wie der sich auf Albenlänge anhört, weil ja, bei den anderen Acts, ich hatte in jeder Runde so einen Aha-Moment. Einen Moment, wo ich sage, der hat mich überrascht. Der kam jetzt mit was, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Halleluja. Das hatte ich bei Derice aber noch gar nicht. Immer gut, aber immer dasselbe für mich. Deswegen, ja, hoffe ich, dass er mich heute überrascht. Rappen ist einfach laut schreien, harte Texte über Straße erzählen. Ich dachte so, Rap, Mann. War aber nicht schlecht. War nicht schlecht, nein, die Texte waren halt schon immer gut. Ich wusste schon immer, wie man einen Song macht, aber ich habe mich selber nicht richtig gefunden, weißt du? Okay, jetzt kommt eine brutale Frage, ja? Erzähl. 100.000 oder Prototyp-Label? Was ist so der Ansporn für das alles? Natürlich will man irgendwann davon essen können und natürlich hören sich 100.000 Euro gut an. Es geht auf jeden Fall um viel mehr als das. So, ich mache das nicht, um irgendwie 500.000 Euro zu verdienen und dann wieder mit Musik aufzuhören. So, ich mache das, weil ich Musik liebe. Ich wollte nie irgendwas anderes machen. Ich habe deswegen jahrelang im Studio geschlafen. Ich habe deswegen jahrelang von meiner Familie weggewohnt. Und ich habe größere Ziele als 100.000 Euro. Ja, und da siehst du auch wieder, Fleiß schlägt Talent. Wenn du dran bleibst, wenn du von deiner Familie wegziehst, um Mucke zu machen, wenn du im Studio schläfst, um Mucke zu machen, irgendwann, wie soll ich sagen, wirst du immer besser darin,
deinen Sound auf dein Leben anzupassen, das zu verkörpern, was du auch musikalisch von dir gibst. Und dann bist du ein gesamtes Produkt. Und dann bist du, wenn du das geschafft hast, bist du viel weiter als 90% aller Artists da draußen, würde ich sagen. Und dann bist du an einem Punkt, wo du es dann auch schaffen kannst. Und genau, meistens kommt das nur mit Fleiß. Natürlich, manche sind einfach schon so geboren, wie jetzt so ein Emo Tsubasa zum Beispiel, würde ich sagen, oder so ein Rocky, die bringen das einfach schon von Natur aus mit. Aber auch die müssen weitermachen, weiter dranbleiben, weiter hart arbeiten. Und dann wirst du es irgendwann packen. Das ist, ja, da bin ich fest von überzeugt und das ist für mich auch wieder ein Beweis hier. Okay. Wir beide bleiben liegen, bis der Rauch verzieht. Spürst du das auch, willst du auch mal ziehen? Kommst du raus, wenn du Licht in der Auffahrt siehst? Du hast mich oder nicht, wozu brauchst du ihn? YSL-Bag an ihrem Hals ist Roségold. Schieß noch ein Foto, weil jeder uns sehen soll. Shit, du hast recht, wir sehen gut aus zusammen. Mach noch ein Pick und dir Glas mit Lillet voll. Sag mir, Baby, bleibst du bei mir? Oh, na, Baby, te amo. Ganz egal, wie weit der Weg ist zu dir. Baby, ich fahr los. Du sagst, dass du mich brauchst, aber mich nicht mehr liebst. Zieh dich heimlich für mich aus, ich zieh für dich in den Krieg. Ich mach das aus Liebe, mein Baby. Ich schieß für mein Baby. Ich glaub, mir wachsen Flügel, mein Baby. Komm, wir fliegen, mein Baby. Ja, ich mach das aus Liebe, mein Baby. Ich schieß für mein Baby. Hol ich ab, sie saß nie in einem GT. Das ist sie und mein Baby. Shoppen bei Buchara, Bugatti Armband. Jetzt sind wir Superstars, Gruß an mein Karma. Hut ab, mein Bruder, genug mit der Parkbank. Aber jetzt müssen wir Fluss an den Start zahlen. Ich hab einen Wagen in meiner Garage, fahr sie für ein Shooting in Soho, Paris. Trag Louis Vuitton oder Gianni Versace, weil ich weiß, was Gutes war, ich nie beliebt. Sag mir, Baby, bleibst du bei mir? Oh, na, Baby, te amo. Ganz egal, wie weit der Weg ist zu dir. Baby, ich fahr los. Du sagst, dass du mich brauchst, aber mich nicht mehr liebst. Zieh dich heimlich für mich aus, ich zieh für dich. Ali ist geil. Ali guckt so, als würde er sich einen Vortrag reinziehen, irgendwie so einen wissenschaftlichen Vortrag. Nice. Ja, Sample erkenne ich nicht, keine Ahnung, was das ist. Ist stabil, aber ja, leider überrascht er mich erneut nicht. Ist so ein The Restart-Ding jetzt, ja. Ist gut, auf jeden Fall. Ist guter Rap, ist stabiler Rap, besser als die meisten da draußen. Aber das ist dann, glaube ich, auch einfach Geschmackssache, wo ich dann sage, so, ja, weiß ich nicht, ob ich mir da mehr von geben würde. Ich mach das aus Liebe, mein Baby. Ich schieß für mein Baby. Ich glaub, mir wachsen Flügel, mein Baby. Komm, wir fliegen, mein Baby. Ja, ich mach das aus Liebe, mein Baby. Ich schieß für mein Baby. Hol ich ab, sie saß nie an einem GT. Das ist sie und mein Baby. The Reese. Was war das Sample? Mon Baby von R&B Boy. Ist relativ neu, der Song, vor 4 Monaten rausgekommen oder so, aber hat schon 100, 200 Millionen Streams gemacht. Okay, und da ist die Topline her vom Refrain auch? Bridge und Refrain, ja. Die Bridge. Und dieses für mein Baby, ich schieß für mein Baby. Ist das auch von da? Ist die Hook von da, ja. Okay. Finde ich geil, ist eine Riesennummer. Ich kann verstehen, warum der Song, also auch jetzt hätte ich gesagt, das ist eine Riesennummer. Auch von dir die Version. Das ist eine Riesennummer, gefällt mir sehr gut. Freut mich zu hören. Das wollte ich hören. Ich bin sprachlos, weil ich mag alles, was du machst. Und wenn ich jetzt ein Album von dir hören würde und der Song ist auf 6, würde ich sagen, so, das ist die nächste Single, um den Sommer so zu gestalten. Weil du hast schon brutale Banger abgeliefert und heute kommst du mit sowas. Du kannst alles, Bro. Dir traue ich sogar noch viel, viel mehr zu. Du bist ein komplettes Programm, Bruder. I love you. Bruder, sehr gut. Ah, da sagt er was. Der Song ist auf 6. Ich glaube, so würde ich das wahrscheinlich auch ranken in den Top 10. Und auch geil, dass du dich Danke. für eine gesungene Hook entschieden hast. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das von dir gehört haben. Und war auch auf jeden Fall interessant oder wichtig zu wissen, dass du auch Toplines performen kannst.
Was mich auf jeden Fall richtig abgefuckt hat, war, ich schieß für mein Baby, ich kann diese, ich schieß für den und für den. Oder? Also, Ich merk's mir. der ich ist schon merk's langsam auf der Blacklist. mir. Ich merk's mir. Aber ansonsten, wie immer, alles vom Feinsten. Danke dir, Bro. Ich danke dir. The Reese. Ali. Ich glaube, du bist auch keiner, der so viel rumquatscht und auch so deine Körpersprache. Du bist immer ganz gechillt, ganz cool. Du machst immer, du bist auf der Bühne, bist du halt so der Protz manchmal so ein bisschen. Aber so wenn du normal, wenn man mit dir redet, immer geerdet, immer nett, immer lieb, gar nicht so. Ich habe von dir noch nie was gehört. Also ich habe noch nie, auch in Gesprächen so mit dem Team, dein Name ist doch nie gefallen, dass The Reese irgendwas gesagt hat oder noch nie, nix, null. Ja, ist auch nichts für mich. Weißt du? Du bist immer der zurückhaltend, was natürlich menschlich sehr für dich spricht. Und du zeigst immer. Jetzt frage ich euch, ist das gut, wenn keiner über dich spricht als Artist? Also du redest immer nur auf der Bühne und genau so soll es auch sein. Ja? Für mich bist du wird's auch weiter. ein Star. Und also wenn ich die Macht hätte zu sagen, du überspringst alles hier bis zum Finale, würde ich das machen. So, Ich danke dir. so ich bist danke du für dir, mich. ich danke So. dir. Freut mich zu hören. Jalla, bis später. Danke, The Reese. Das ist auch wichtig, ist nicht selbstverständlich heutzutage, dass man da ein stabiles Umfeld hat. Auch Leute, die einen bremsen, wenn es mal zu viel wird. Bei dir trifft es ja brutal zu, wenn ich sage, ich habe dich schon lange auf dem Radar. Ja. Und ich habe mich brutal gefreut, wo du dich damals für Prototyp entschieden hast. Das war für mich was Besonderes. Okay, ja. Check ich nicht. Das muss ich sagen, das check ich echt nicht. Weil, wenn du eine Show startest, eine Castingshow, die sich Prototyp Webster nennt, und in der ersten Folge sagst, dass du hier den Prototyp Webster suchst, und dann einen hast, der sich aus dem Genre R&B bewirbt, und du dich dann noch darüber freust, ja, suchst du dann wirklich den Prototyp Webster? Das ist ja wie, wenn ich mich als Fußballer bei einer Basketball-Talentshow bewerbe, weil ich weiß ja schon, dass ich da cheate, wenn ich da als Fußballer hingehe, bei einer Basketball-Talentshow. Und dann finden die das noch cool, die Jury bei der Basketball-Talentshow. Ja, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt so fair den anderen gegenüber ist, die dann da wirklich mit ihren Basketball-Skills auftauchen. Um einfach mal die Reise noch mal intensiv mit zu beobachten. Weil meines Erachtens hast du schon immer krasse Musik gemacht. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, für mich war auch direkt klar, wo ich gesehen habe, die Show beginnt, wo ich die Jury gesehen habe. Ich glaube, da war gar keine Entscheidung mehr, ob ich mitmache oder nicht. Da war direkt klar. Meines Erachtens ab Top 100 Ja, bis jetzt zur Top 10. Meines Erachtens. ja. Hattest du einen Song dabei, den ich nicht so gemocht habe, aber alles Welcher war's? Der erste? der erste. Der erste, ne? Ja. Ja. Du bist ein Star, du bist ein Star, du bist ein Star. Ich pack dir einen Ring an deine Hand, Baby, du strahlst. Aber Digga, jetzt mal ehrlich. Das ist Prototyp Webster und sowas kommt dann weiter in der ersten Show. Und andere, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau an diese Show erinnern, aber ich weiß noch auf jeden Fall, da waren andere dabei, wo ich gesagt habe, okay, die kommen weiter. Und die sind dann rausgeflogen, obwohl die echt gut waren. Und der Dude kommt einfach in die nächste Runde. Sorry. Unverständlich für mich, definitiv. Bei so einer Show, bei so einem Format. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir haben Spaß hier. Wir haben Spaß. das ist auch eine Gefühlssache. Ja. Weil, wo ich dann die Reactor gesehen habe, die haben alle krass drauf reacted. Die haben gesagt, so, wow, krass. Zum Beispiel jetzt Manuelsen. Ja, oder so. ja. Was sagst du, wie stehen deine Chancen, der Prototyp-Rapstar zu werden? Was denkst du darüber? Also ich So, wenn ich anfange zu rappen, dann sind die immer noch nicht hoch. hätte mich auf jeden Fall nicht angemeldet, wenn ich nicht zu 100% überzeugt wäre von dem, was ich mache. Also ich sage dir, deine Chancen stehen sehr gut. Weil du bist ein sehr, sehr brutal begabter Sänger. Freut mich, dass es auch so rüberkommt. Was ist dir wichtiger, die 100.000 auf Platz 1 oder der Vertrag, dass Sido, PA und ich mit dir arbeiten? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, das Geld steht für mich gar nicht im Vordergrund. Natürlich 100.000 Euro ist eine sehr, sehr gute Summe, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es am wichtigsten, dass man langfristig eine gute Karriere hinlegt. Das Und ich glaube schon, dass das mit dem Label auf jeden Fall gegeben ist.
Tag, der Engel auf der Schulter sagt mir, mach was draus. Trag ein zu großes Päckchen mit mir wie Santa Claus. Wie oft hatte ich Druck im Herzen und bin einfach abgetaucht. Doch ab heute wird alles anders, das weiß ich ganz genau. Wir sind zu viel Größeren bestimmt. Zieh die Vision glasklar, gestern war ich noch blind. Wenn meine Ex mich heute sieht, dann hat sie Liebe im Bauch. Lass die Vergangenheit hinter mir, ich grab sie nie wieder aus. Bin zum ersten Mal auf der richtigen Route unterwegs. Fühlt sich an wie pure Surrealität. Uhren, die sich drehen, doch ist egal, ich halt die Zeit an. Schau nie mehr zurück, ich ziehe weiter. Schau nicht mehr zurück, aber wenn ich zurückschau, dann sehe ich. Okay, ja, hätte ich eben mal nix gesagt, weil das ist gut, muss man sagen. Jetzt, wenn der anfängt zu rappen, das ist stabil. nur mein Glück. Ja, dann gehört er da auch hin, wo der jetzt ist. Ich blick nach vorne und nie mehr zurück. Erste Mal in dieser Show, in dieser Krankshow, dass der Typ mich jetzt ja, positiv überrascht und nicht das feiern, was er macht. Erste Mal. Ich kann mein Schicksal selbst bestimmen, denn ich schau nicht mehr zurück. Hab mich befreit, ich war zu lange in Gefangenschaft und hab mich selbst verloren, so oft hab ich mich angepasst. Jetzt steh ich im Spotlight, überall sind Kameras und der Mann, den ich im Spiegel sehe, ist heute ein anderer. Heute bin ich free, baby. Ich bin einer unter 8 Milliarden Menschen, aber keiner macht so weh, Jamie. Das Vergangene ist Vergangensein, spreiz meine Flügel und ich flieg. Komm näher an mein Ziel, Baby. Wie oft sind wir schon gefallen und wieder aufgestanden? Wie oft haben wir Leuten was erzählt, die Augen machen? Es gibt so viele Dinge, die mich traurig machen. Doch ist egal, ich schau nicht mehr zurück. Aber wenn ich zurückschau, dann sehe ich nur mein Glück. Ich blick nach vorne und nie mehr zurück. Ich kann mein Schicksal selbst bestimmen, denn ich schau nicht mehr zurück. Ich schau nie mehr zurück. Und ich schau nie mehr zurück. Also ja, gut. Ist dann so auch berechtigt, dass er da mitmacht. Jetzt bei den Top 10. Aber unter allem, was ich jetzt gehört habe, auch von der Show letztes Mal, immer noch das Schwächste, würde ich sagen. Das schwächste Glied in der Gruppe hier. Jamie, Yes. schau nicht mehr zurück von Söhne Mannheims? Oder Xavier? Xavier und Kustawasch. Xavier und Kusawasch. Nicht, dass du dir das so einfach machst und einfach jetzt jeden Xavier Naidoo-Refrain nimmst, den du so findest und den halt singst immer, ne? Aber es steht dir halt sehr gut, muss man sagen. Ich find die Nummer toll. Ich finde toll, dass du gerappt hast. Paar Floskeln waren halt drin, wie Flügel spreizen und wegfliegen und so weiter. Das sind halt Floskeln im Grunde, aber Rappen steht dir halt auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, das ist auch eine Nummer. Dicker, du lieferst halt Nummern. Schön, dass du da bist, geile Nummer. Dankeschön. Jamie, du hast auf jeden Fall die Sample Challenge mit Bravour überstanden. Natürlich später kommt die Entscheidung, aber ich Überstanden, Digga. Ja. Ja, danke, massiv. Gut ausgedrückt. glaube, du hast es brutal gut umgesetzt und ich habe es echt gefühlt. Also meines Erachtens dick abgeliefert, Bro. Bulli, du hast. Also guck mal, das Ding ist, der ist ja nicht schlecht in dem, was der macht, ne? Aber der könnte sich hier halt hinstellen und noch 20 Mal über das Burj Khalifa singen und über die Eiskönigin. Und ich würde es noch 20 Mal scheiße finden. Warum? Weil wir hier den Prototyp Rapstar suchen und nicht den Prototyp Singstar. Keine Ahnung, dann sollen die dem eine Playstation kaufen und dann Singstar spielen. So, da ist der dann bestimmt auf jeden Fall auch berechtigt, das Ding zu gewinnen, vielleicht sogar. Definitiv, der hat es ja drauf, aber ist halt einfach, wie soll ich sagen? Man als Zuschauer, ne, wenn du anfängst, Teil von so einer Show zu werden, so eine Reise zu begleiten, das ist wie, du bist ein Architekt und du fängst an, irgendwas Geiles zu bauen. Sagen wir mal, ein Jugendhaus. Du sollst ein Jugendhaus entwerfen. Ne? Und dann fängst du an, das zu entwerfen, zu skizzieren, etc. pp. Der Bau fängt an, du begleitest das. Und währenddessen merkst du dann, ich habe hier ja kein Jugendhaus gebaut oder entworfen, sondern einen Knast. Ja, da denkst du dir halt auch so, what the fuck? Was mache ich hier? So, fühlt sich ein bisschen verarscht.
Und dementsprechend finde ich, das ist so ein bitterer Beigeschmack, dass Prototyp Rapstar nicht 100% nach Prototyp Rapstars sucht, aber die Leute, die gefunden haben, die Leute, die mit auf die Reise genommen haben, super Jungs und Mädels und auf jeden Fall auch krasse Künstler. So auf aller Ebene, in dem, was sie tun, sind sie krass, das muss man sagen. Mir aus der Top 10 jetzt den Song geliefert, den ich auf jeden Fall privat pumpen würde. Ich habe vorhin, als ich hier irgendwie Backstage-Interviews gegeben habe, wurde ich gefragt, was für Samples würde ich feiern. Und ich habe gesagt, ich würde es feiern, wenn ein Künstler ein Sample auspackt, wo ich gar nicht mit rechne, dass er mit diesem Song connected ist. Ne? Und ich habe das direkt rausgehört. Es war Savior, aber es ist von dem Album mit Savage. Und ich finde, dass du das sehr cool gemacht hast. Für mich mit einer der besten Songs in dieser Challenge. Und vielen Dank. Danke, mein Bruder. Motto war Samples. Ich glaube, du hast ein super Sample genommen. Und ich sag dir ehrlich, nicht jeder darf das, Digga. So ein Savior-Sample. Das ist schon sehr, sehr, eigentlich auch schon frech, muss ich sagen. Aber du hast es geil gemacht, Digga. Und wenn du morgen auf Tour gehen würdest, ich schwöre, ich würde dich fragen, ob ich kommen darf und so. Ich küsse dein Herz, Bruder. Und ich gehe nicht gerne auf Konzerte, muss ich dazu sagen. Ja? Bei mir warst du, danke, Großer. Ja klar, du bist sie, Alter. Danke, Mann, danke, Großer. Also, Liebe, bis später, mein Bester. Danke, Jamie. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe so eine Checkliste auf meinen iPhone-Notizen und dort steht das Finale drin. Ja, da war's. Und wieder Rap. Krass, was ich halt. Weswegen ich hier die Show begleite, weswegen ich dabei bin, worauf ich Bock hab. Jetzt sind wir hier im Palast. Genau, Du rappst ja in jedem Song gefühlt 80 Lines darüber. genau. Ich repräsentiere Berlin und vor allem Palaststraße. Und wir sind hier in einem Laden, der nennt sich Pascha Grill. Hier waren schon sehr viele Prominente hier, also die haben hier schon gegessen. Und Savage hat ja mit mir eine Wette. Na, warte mal, den Laden kenne ich. Ist es am Kotti oder nicht? Der Laden, Pascha Grill. Ja, ich glaube, das ist der berühmte Döner Pascha Grill Kotti. Ist geil. Pascha Grill. Shoutouts, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da mal schön einen Grillteller sich zu ballern. Oder Köfteteller war auch gut, glaube ich. Köfteteller ist, glaube ich, so eine Spezialität, die haben auf jeden Fall. Machen die richtig brutal. Genau. Deshalb sind wir Hier wird Magic Mac gegessen. War, Hier wenn du wird gewinnst? Magic Mac gegessen. Wenn ich gewinnen sollte, Savage, Okay. hier werden wir Magic Mac essen. Ja, und ich habe gehört, die Magic Mac soll hier absolut genial sein. Ja, die ist richtig gut. Ja, aber du bist Top 10. Genau. Wie stehst du zur Konkurrenz? Wie stehen deine Chancen? Gute Frage. Also zur Konkurrenz stehe ich immer, ehrlich gesagt, sehr gut. Ich glaube, Das weiß ich. Genau. Das weiß ich. Ich habe dich immer beobachtet, Bruder. Dankeschön. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich einer der wenigen bin, der einfach mit jedem gut ist. Ich denke, dass ich in dem Feld, wo ich mich bewege, der Beste bin in dieser Show. Okay. Das, was Lyrik, was Reimstruktur angeht, was generell dieses Schreiben angeht, Pen-Game, glaube ich, dass ich schon der Beste bin. Aber Ja, mit Museno muss man sagen, jeder auf seine eigene Art und Weise. Diese zwei sind immer unterschiedlich, aber diese zwei sind auf jeden Fall, da war ich Museno. Das ist schon das Beste vom Besten eigentlich, ja. So, was Lyrik, Reimstruktur, Witz angeht, ja. jeder hat halt seine Stärken Jeder auf hat seine ihrer Weise. Stärken. Deshalb kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ey, ich gewinne die Show oder ich gewinne sie nicht. Im Endeffekt entscheidet ihr. Und ich finde das auch gut, dass ihr entscheidet. Und ja, ich lasse einfach auf mich zukommen. Ich werde einfach 100% geben. Ich werde versuchen, Gas zu geben. Das, was in meiner Macht steht, werde ich tun. Also wenn wir dir was sagen, dann ist es wirklich nie, um dich irgendwie zu ärgern, sondern wirklich nur. Da sehe ich doch hier, Kotti. Das ist am Kotti der Laden. Sehr geil, sehr geiler Laden auf jeden Fall. Konstruktive Kritik so. Einmal hast du mich aber geärgert, das muss ich sagen, in der Top 16. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist zu mir vor der Entscheidung gekommen und hat zu mir gesagt, ey Davasch, was jetzt auch immer passiert, nimm das nicht persönlich. Und dann stehen wir da bei der Bekanntgabe, wer Und weiterkommt. du sagst schon zu ihr so, ey Jungs. Ja, und ich denke schon so, egal, ich kann jetzt eigentlich schon schreiben, meine Familie, ich muss raus und sowas. Du weißt ja, Ali und Pia haben zu mir gesagt, was hast du ihm gesagt? Hab ich gesagt, ja, dass er raus ist. Und so. Und die gesagt, Alter, das kannst du doch nicht machen. Hab ich gesagt, ja, aber guck doch, gleich freut er sich umso mehr. Ja, ich habe mich da wirklich umso mehr gefreut. Also du hast mir da wirklich... Seit wann rappst du, Bruder? Seit 8 Mile. Und der erste Song, den ich auswendig kannte, war dieses Ich hol dich da raus, ich glaub an dich. Genau. Das war der erste. Okay, ich kann den Break. bis heute wahrscheinlich noch auswendig. Krass, ja, Prison Break Zeit, Alter. Hat er sich wahrscheinlich auch gegeben, der gute Davasch, ne?
Wenn du das siehst, da hast du dir Prison Break reingezogen, 100%. So, das ist klar. Ist man darauf hängen geblieben damals. Und dann schön Azad mit Abel Tabi, ich hol dich da raus. Ja, war schon geile Zeit, wilde Zeit. Da hat Rap auch richtig Bock gemacht. Sehr geil. Part von Azad. Geil, geil. Ich war jetzt geil. gerade auch auf dem Savage-Konzert gewesen, die 50 Jahre Dings. Ja. Jeder weiß Bescheid. Alle fragen mich, wer gewinnt, was denkst du? Und so. Und ich sage so, ey Jungs, ihr müsst weiter gucken. Verrückt, ey. Richtig verrückt. Ja, geil, Bruder. Was denkst du, Bruder? Was passiert in der Top 10? Schaffst du es ins Finale? Mein großes Ziel ist natürlich das Finale. Ich habe so eine Checkliste auf meinen iPhone-Notizen und dort steht das Finale drin. Das heißt, ich muss meine Checkliste erfüllen, ich muss ins Finale, weil das mein Job ist. Und ich kann nicht aufhören, bevor mein Job erledigt ist. Ne? Geil, geil, geile Einstellung, geiles Mindset, definitiv. Welcome in der Neidkultur, dicker Rap war mein Leistungskurs. Jeder Part hat Seiten auf Null, aber leicht Konturen. Meine Reimstruktur macht sie kalt wie ne Eisbrett. Bad Bitch, mach Backflips im Backseat. Trage Wrist-Tats, keine Pepsi. Ich bin Great Gatsby. Sie ist kein Instagram-Flitchen, sie ist meine Schnecke, denn die ist mal geritten. Checkst du? Ha, shit, ein sympathischer Killer, so wie Deadpool. Mann, ich hau dich mit ner Brechstange nieder, denn bei dir krieg ich Sie ist meine Schnecke, denn sie ist mal geritten. Sie ist mal geritten. Sie ist mal geritten. Ja, okay. Geil. Genau so nämlich. wie ein echter Berliner. Feier ich hart. Ey, machte Muse mit Klicks, mit Streets, Melodien oder tieferen Hits. Aber Rap wie ich Rap, check den tieferen Sinn. Ich kann rappen wie sie, aber sie nicht wie ich. This looks like a job for me. Man, der eine iPhone unter Androids. Wer verbrennt durch Lachen mehr Kalorien als Charlie Sheen durch Nase zieht. This looks like a job for me. Man, der eine iPhone unter Androids. Wer verbrennt durch Lachen mehr Kalorien als Charlie Sheen durch Nase zieht. Visca Barca, kein à la Madrid. Deine Schlagader trenn ich mit nem Katana, steh shoot. Kein Kamerablitz, Tata auf dem Tisch von nem Salzwasserfisch. Sofort, Junge, keine Countdowns, denn ich zeige kalte Schulter wie im Leichen-Showhaus. Und treffe deine Kauleiste böse. Ich glaub, ich bin Goethe, meine Faust macht Tragödie. Ich stand an Ecken wie der Turm auf dem Schachbrett. Ich glaube, diese Wohnung hat Asbest. Mein Bro hat Angst vom Tod und zieht Koks in nem A6. Junge, red nicht von Dämonen, geh nem Abdes. This looks like a job for me. Man, der eine iPhone unter Androids. Wer verbrennt durch Lachen mehr Kalorien als Charlie Sheen durch Nase zieht. This looks like a job for me. Man, der eine iPhone unter Androids. Wer verbrennt durch Lachen mehr Kalorien als Charlie Sheen durch Nase zieht. Das ist jetzt peinlich. Das ist peinlich, dass ich nicht direkt drauf komme. Slim Shady. Without Me, natürlich, es ist Without Me, Eminem. Oh, genau, das ist das Sample. Ja, gut umgesetzt. Beat da hat irgendwas gefehlt für mich. Irgendwie fette Drums. Das war so ein bisschen so, der war so ein bisschen statisch, der Beat. Deswegen, guter Song, würde ich sagen. Reicht der, um weiterzukommen? Ich glaube, es wird schwierig für Davasch heute, ja. Ich hab dein Sample gehört. This looks like, wie heißt der Song? Eminem, Ja, aber wie heißt der Song? Without Me. Der ist Charlie Sheen. Without Me. Eminem Without Me. Das Original. Without me. No, this looks like a job for me. Without Ja, Me von ja, Eminem, ja klar. Das sollte dein Sample sein, ne? Sozusagen deine. genau, Ja, genau. okay, geil. Fand ich gut. Auch Dankeschön. wie das reinkommt, finde ich geil. Ich fand das gut. Ich finde natürlich, dass du Lines hast, das halt, macht sehr viel Spaß zuzuhören. Dankeschön. Und wie gesagt, schön, dass du noch da bist, Mann. Schön, dass Danke, dass ich hier sein darf, ehrlich. Dankeschön. Bruder, welche Line hast du gesagt, wo du nochmal da so stehen geblieben bist und hast gesagt, checkst du? Ach so. Ich sag, die ist meine Schnecke, denn die ist Margeriten. Weil Schnecken ernähren sich von Margeriten, diesen Blumen auf den Wiesen. Okay. Und wenn ich sage, sie ist meine Schnecke, denn die ist Margeriten,
Da meine ich nicht eine Schnecke, die eine Blume ist. Okay, Bro. Checkst du? Hey, es macht dir immer Spaß auch zuzuschauen. Du lebst Ist richtig mit vor. 2 S. Meint er, aber ein S. Ja, okay. Genau, genau. Die haben aber echt lange gebraucht, das zu checken. Okay. Aber ja, Geht sogar noch weiter, diese Fortbildung. Dicker, nein, alles gut, mein Ist Großer. so Ich hab Nerd-Talk, alles gut. weißt du, wie so Nerds. Sehr, sehr um die Ecke, aber sehr um die Ecke. Ne? Ja, genau. Ecke und eine Etage drunter, Bruder. Nee, du bist wirklich Rapper, Alter, Bruder. Das macht echt Spaß. Danke, danke. Und geil. Auch ich freue mich, dass du noch hier bist, Bruder. Und Danke. macht Spaß. Hier. The Reese hat abgeliefert, Jamie hat abgeliefert, Davash, finde ich, auch abgeliefert. Es wird Spaß machen später. Davash, Bruder, gibt's nichts zu meckern. Ich will auch jetzt nicht Sigi nachplappern, aber der Beat ist wirklich das Einzige, was zu meckern gibt. Bis jetzt das Gesamtbild deiner Songs hat mir immer gut gefallen. jetzt muss man leider sagen, dass der Beat ist wirklich das Einzige, was es zu meckern gibt. Geiles Sample, aber dann nicht das 100%ige draus gemacht, würde ich sagen. Ja. Und hier hast du als Rapper an sich alles richtig gemacht, nur produktionstechnisch hast du dir da auf jeden Fall etwas ausgesucht, was dir jetzt nicht unbedingt gerecht gewesen ist, habe ich das Gefühl. Und trotzdem bricht dir das jetzt keinen Zacken aus der Krone, weil du hast das, was du immer gut machst, mit Bravour gemeistert und deswegen Dankeschön. Auch das in der Hook von der Topline her gut geflippt, aber durch den Beat im Zusammenspiel kam das einfach nicht so geil, wie es hätte kommen können bei der Sample-Auswahl. Ne? Ja. Aber sonst, danke dir. Super. Danke, danke. Ich nehme das auf jeden Fall zu Herzen, ja. Ich fand's geil. Man hat dich ein bisschen, ich hab dich manchmal nicht richtig verstanden. Aha. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber ja, war solide, war gut. Und ich hoffe, du kommst weiter, mein Bruder. Danke, danke, danke. Yalla, Bro. Dankeschön. Das Feedback ist am bescheidensten. Also es gibt kein Ende bei Prototyp. Es ist immer der Anfang von etwas. Jetzt Sasu echt erkennt echt. Deswegen das ist auf jeden Fall echt geil, was Sasu echt raushaut. Super gut. Deswegen, ich bin bei ihr immer sehr gespannt. Sie ist auf jeden Fall verdiente Künstlerin, als einzige noch überlebende Künstlerin in Top 10 und auch Hauptfavoritin. Mit würde ich sagen, unter den Top 3, ja. Für mich. Und dann geht's weiter. Einfach komplett rough. Ja, wer hat das gesagt? Hat das Sido gesagt? Das weibliche Pendant zu Haftbefehl? 100%. Du bist aus Köln, Ich bin aus Köln, genau. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind quasi erste Generation, also die sind noch in Italien geboren und hier hingekommen. Und wir sind quasi die Generation, die hier geboren ist. Noch Verwandte in Italien? Ja, ganz viel, ganz viel. Mein Vater hat 9 Geschwister, also wir sind auch eine Großfamilie. Und meine Mutter auch, viel Cousinen, Cousins, dies, das, alles. Also Am Anfang wusste ich ja gar nicht, dass du Italienerin bist. Ich habe mich so total gefreut, weil es gibt's einfach gar nicht. das stimmt, ja. Irgendwie sind wir unterrepräsentiert. So eine Künstlerin wie dich gibt es so und so Ja. nicht. Aber warte mal, wann hast du das erste Mal gerappt? Als Jugendliche, als ich ganz klein war. Aber nicht ernst zu nehmen für dich selbst, nur auf Hobbybasis? Also früher gab es ja Jugendzentren, wo immer so Studios eingerichtet worden sind, weil die irgendwann gemerkt haben, dass Hip-Hop den Kindern hilft oder so. Ja. Und zu der Zeit habe ich halt dann in so einem Jugendzentrum angefangen, genau. Und dann hat unser aller Bruder Hatta dich sehr früh auf dem Radar gehabt. Ja, genau. Also 2024 war ich auf so einem Producer-Album und da war auch Hatta drauf. Ja. Und genau, und da hat er mich entdeckt und hat mir geschrieben so. Du bist die Erste, wo auch Typen wie ich oder sagen wir mal eventuell Haft, Sido, PA sagen so, die ist nicht nur Teil unserer Szene, sondern ich höre sie privat. Boah, danke. Aber dein Weg ist unabhängig von Show, mit Show oder ohne Show auf jeden Fall. Gruß an alle anderen Rapperinnen da draußen. Gegeben für die nächsten Jahre. Da denke ich, hast du dich komplett reingehauen. Am Ende ist Prototyp nie ein Ende. Also es gibt kein Ende bei Prototyp. Es ist immer der Anfang von etwas und dann geht's weiter. Was ist dir wichtiger? Die 100.000 oder die Labelbekanntgabe? Ich denke, dass jeder von euch genau weiß, was das Beste für jeden von uns ist. Also diese 100.000, 50.000, die kommen schon von alleine. Ja, genau. Das habe ich auch gestern allen Künstlern, so, wo ich unterwegs war durch Deutschland, erklärt. Wenn du an deine Kunst glaubst, 100.000 kommen und gehen.
Ich bin der Part in die Muss man, okay, Sample Challenge oder Sample-Radproben hier nicht machen. Die Patin, lass die Patin sprechen. Dieser Bitch verlass deine Gangsterfilme. Pussy schmeckt aber ganz harter Schwanz, wenn ich Rapper fick. Schweres Leben, schwere Lines, schwere Sasu. Man sieht, dass du nicht schießt, deshalb scheiß auf deinen Abzug. Herzklopfen macht mich taub, ich muss jetzt was tun. 2 Stunden Schlaf pro Nacht, bis mich ein Dämon wachruft. Sorry, ich hab grad Krieg und meine Besties haben Opsi. Ich bin auf Modus Corleone, ich bin Sonny. Ich hänge nicht mit Fotzen, wir sind keine Homies. Ich mache gestern, du bist einer, der gern rumliegt. Ohne Reden, meine Aura macht Rapper zu Hunden. Zu echt alle Lügen aufgebraucht für Eltern und Bullen. Fra Sonny Corleone, ich bin Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, nenn mich Sonny. Es ist einfach so trocken, aber so geil. Alle Lügen aufgebraucht für Eltern und Bullen. Das ist richtig einfach, aber geil, einfach trocken. Corleone. Ich bin Sonny Corleone, Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, Fra Sonny Corleone. Fra Sonny Corleone, ich bin Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, nenn mich Sonny Corleone. Ich bin Sonny Corleone, Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv. Frag nie nach Gefallen, aber nimm mir alles, was du hast. Wenn ich anfang zu warnen, wird Zeit, dass du einen Abzug machst. Mach nicht auf Noctua, wenn du ein Enton bist. Streit mit mir, wächst dir übern Kopf, Rainbow Flick. Fick das Finanzamt, wir gehen nach rechts und links. Als CEOs geboren, aber man lässt uns nicht. Deine OGs sind minderjährig, Charakter minderwertig. Coole Gang frei, ich sehe alle Pisser kennen. Dein kleiner Schwanz hat ein großes Auto gewählt. Das ist keine Arroganz, das ist Autorität. Rapper streiten jetzt im Netz über Fame und über Sex, aber unter all den Ein kleiner Schwanz hat ein großes Auto gewählt. Das ist keine Arroganz, das ist Autorität. Digga. Bitte einfach genau weiter. Genau sowas, genau sowas. Autos keiner, der so wie ich rap. Fra Sonny Corleone, ich bin Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, nenn mich Sonny Corleone. Ich bin Sonny Corleone, Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, Fra Sonny Corleone. Fra Sonny Corleone, ich bin Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, nenn mich Sonny Corleone. Ich bin Sonny Corleone, Sonny Corleone. Aggressiv und impulsiv, Fra Sonny Corleone. So eine geile Wahl, dieser Beat ist unfassbar. Dankeschön. Boom, hat der reingescheppert, Alter. Dieser Beat, Alter, unfassbar. Safe. Top-Performance. Mit die beste Performance hier in den Halbfinals, in den Top 10, ja. Die Drums, der Bass. Schön, dass du auch so ein paar Mafia-Namen und so Sachen und so ein paar Vergleiche und so weiter hattest, auch aus dem Film und so weiter. Schön, wunderschön. Ist dir eigentlich bewusst, wie krass laid-back du rappst? Machst du das mit Absicht? Boah, ehrlich gesagt nicht so. Du fühlst das einfach? Ich fühle das einfach, genau. Also manchmal holt der Beat raus, dass ich vorher anfange, manchmal holt der Beat raus, dass ich später anfange. Aber ich kann das nicht so erzwingen, wie ich auf dem Beat rappe, sondern es kommt halt so raus. Es ist einfach so geil laid-back. Es ist oft so, dass ich, wenn ich rappe, meine ganze Spur immer noch einen kleinen Tick nach rechts schieben muss, damit der noch laidbacker ist für mich, weil ich irgendwie, wenn ich rappe, ist das zu statisch, ich bin oft zu schnell und keine Ahnung, aber wie du das machst, geil, Mann. Du fühlst das halt einfach. Wenn man das bewusst machen möchte, wird das nicht so geil. Danke. Deswegen, du fühlst das halt einfach, Mann. Das ist so krass, Mann. Du bist eine unfassbare, krasse Rapperin. Kann man nur so sagen. Dankeschön, ja, danke. Geil, Sasu. Nach diesem Track weiß auf jeden Fall jeder in Deutschland Bescheid, dass du eine Italienerin bist. Beat-Auswahl gigantisch, auch mit diesem Pate-Sample. Einfach geil. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehört, dass das einer gesampelt hat, komischerweise. Obwohl das einfach überall auf dem Tisch rumliegt und jeder das wirklich auch mag. Dieses Feeling von diesem Beat und so. Also, du hast das umgesetzt und du hast mich wieder wirklich gepackt. Ich habe mich gefreut. Danke dir. Dankeschön. Danke dir, ja. Sasu, was geht ab? Ey, Was geht? ich liebe es, wenn ich von dem Künstler genau das bekomme, was ich am meisten von ihm liebe. Ja, also genau diese Sasu, die feiere ich maximal. Ich fand deine letzten beiden Runden auch stark. Ne? Du hast so ein bisschen andere Facetten von dir gezeigt, aber das ist seit Deine Mutter hieß der Song, glaube ich. Ist das für mich auf jeden Fall mein Favorit. Ich hätte mir aber gewünscht, dass du in der Hook, nach der Bridge, wo du das schon einmal die ganze Zeit machst, dieses Ich bin Sonny Corleone, hätte ich eigentlich dann, wo der Beat aufgeht,
hat es mich angefangen, ein bisschen zu nerven. Weißt du, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu penibel, aber hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was anderes drüber brettern können. Aber sonst richtig geil, danke dir. Dankeschön, ja, danke. Sasu. Was geht, Baby, Sasu, Baby? seit kurzem ist sicher, dass dieses Jahr ein Ali Boumaier Album kommt. Und ich habe wirklich krasse Leute darauf, die auch wirklich, wo ich mich sehr freue drüber. Und es wäre mir eine unfassbare Ehre, wenn du auf mein Album kommst. Ja, Mann, geil. Ja, mit Herz, auf jedes Album komme ich. Geil. Boah, das ist auch, wenn ich mir das gerade vorstelle, ne? Ali Boumaier mit Sasu auf einem Track. Boah, ja, ich glaube, das kann was auf jeden Fall, ja. Also von euch, nicht von allen, aber von Also, euch. Ja. geil. Und ich glaube, mehr brauche ich nicht sagen, oder? Mit Herz, sag Bescheid. Ich brauche auch ein Feature für BGB Ja, Reset. gerne. Weil, Bruder, wenn ich euch hinter mir habe, Dicker, mach ich mehrere Millionen, Bruder. Weißt du, was ich meine, in ein paar Jahren. JD habe ich Bock. Auf den habe ich richtig Bock, weil der Nachzügler ist. Der war schon draußen. Ja, und dann gab es Differenzen mit Rocky. Dann ist Rocky raus. Er ist jetzt nur wieder rein. Und ja, JD ist halt auch Rap, Straßenrap. Geil. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was er da jetzt rausbrettern wird. Und hier hängst du ab. Bruder, hier ist Kali Bros, Bruder, ist unser Laden, der ist von uns. Hier hängen wir immer ab, Bruder. Hier ist ja auch jeder willkommen. Können alle vorbeikommen, wenn ihr mich sehen wollt. Jedi, Fotos, alles können wir machen, chillen. Ja, Bruder. Haben wir hier einen Raum, wo wir locker reden? Ja, Bruder, komm, wir gehen nach oben, Bruder. Was sagst du, Bruder? Du bist jetzt Top 10. Was sagt deine Familie? Bruder, ich bin Top 10, ob ihr es wolltet oder nicht. Ihr habt es geschafft, mein Bruderherz. Geil, Bruderherz, ja. Auf jeden Fall, das Schönste für mich ist... Geil, auch immer so sympathisch, Shady auf jeden Fall. So immer mit so einem Augenzwinkern, ob ihr es wollt oder nicht, ne, mit der Geschichte, aber ja, ist halt auch einfach sympathisch, locker, auf locker. Meine Leute sind stolz auf mich, Familie ist stolz, Bruder. Geil. Und es ist ein langer Weg, Bruder. Wenn du überlegst, von 100 Künstlern, haben wir es in die Top 10 geschafft. Du warst ein paar Mal knapp davor, wo man sagt, Alter, jetzt wird's kompliziert. Alter, wie konnte er in diese Gruppe landen? Wer überlebt jetzt in dieser Gruppe? Ja. Auf einmal haust du so ein Mama-Lied raus. Ja, Bruder. Wo man denkt, okay, Alter, kann der das? Und dann Sido war auch geschockt, ne? Ja, Bruder, du hast auf Er sagt alles zu mir, geballert. ich hätte gar nicht gedacht, dass du so rappen kannst. Weil dadurch fliegt er natürlich ein anderer raus, wo vielleicht einen starken Song hatte, aber du hast einfach so ein Ass hingelegt. Das ist ein Überraschungseffekt, ne? Genau, und damit hast du oft gepunktet. Ja. Was sagst du zur Konkurrenz? Die restlichen 9. Ich sag... Genau, ganz genau. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was er heute macht. Das ist der Grund, weil er dann immer, wenn es drauf ankommt, bringt er dann ein Brett raus und hat ein Ass im Ärmel. Du denkst so, boah, geiler Shit, der kann nicht gehen, der muss weiter. Ach dir so, es ist geil, Bruder, ja, weil alle sind stark. Du bist aber auch einer, du gönnst jeden, du feuerst jeden an. Ja, du hast so eine Art und Weise, großer Bruder-Standing. Safe. Aber du hast ein bisschen eine Challenge. Oh Mann. Was sagst du zu den restlichen 9? Wie stehen deine Chancen? Bruder, ich sag dir so, Bruder, ich denke auf jeden Fall, ich habe das Potenzial, die Show zu gewinnen, Bruder. Wenn ich hätte gar nicht mitgemacht. Weil wenn nicht, hätte ich nicht von Anfang an mitgemacht, Bruder. Ich denke mir auch, mein Impact in der Show war auch geil, Bruder. So, weißt du, was ich meine, mein Bruderherz? Und ich denke, ich hätte es auch verdient, Bruder, die Show zu gewinnen. Du weißt ja auch, Bruder, wir verstehen uns alle gut. Auch mit der Jury, Bruder, weißt du, was ich meine? Ist so, ich glaube, egal wer da gewinnen wird oder wer 9., 10., 5. wird, Bruder, wir werden uns alle gegenseitig hochziehen. Wir sind wie eine Familie, Bruder, weißt du, was ich meine? Genau. Deswegen gönne ich es auch jedem, Bruder, weißt du? Wenn ich jetzt sehen würde, Bruder, okay, der und der, die sind komisch, Wallah, dann sag ich gönne es nicht jemandem. Ja, ich weiß. Weißt du, Bruder? Aber Bruder, bei uns ist alles top, Bruder. Deswegen, ich schwöre, es ist mir wirklich egal, wer gewinnt, Bruder. Wir werden das Ding, glaube ich, zusammen durchziehen. Und wir sind die Legendenstaffel, die erste Staffel, Bruder. Weißt du, das ist das Geilste, finde ich, an dem Ding, Bruder. Das macht einen auch stolz, Bruder. Das ist Killer, Bruder, ja, ich schwöre dir. Jetzt ganz interessante Frage, Bruder. Ja. Die Frage der Fragen. Die frage ich auch jeden und die interessiert mich voll. 100.000 oder Prototyp-Label? Bruder, ich sag's dir ehrlich, wir wussten ja gar nicht, dass es Geld gibt. Bruder, deswegen würde ich sagen, das Label, Bruder. Weißt du, was ich meine, Bruder? Weil 100.000, okay, Bruder, die hast du dann, weißt du, aber was machst du mit den 100.000, Bruder? Weißt du, was ich meine? Ich würde eher lieber euch nehmen, Bruder. Weil, Bruder, wenn ich euch hinter mir habe, Dicker, mach ich mehrere Millionen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das ist es. Gut erkannt, Bruderherz, weil wenn man weiß, dass man ein Handwerk besitzt und so ein starkes Team um sich herum hat, da sind 100.000 kommen und gehen. Ja, mein Bruder. Aber du willst ja die nächsten 20 Jahre... 100.000 sind 50 Kilo Haschisch, Bruder. Die machst du auch so, wenn du Gas. Ja, Bruder, weißt du, was ich meine? Deswegen, Bruder. So, nein, Bruder. Guck mal, massiv, PA und Sido. Bruder, ihr seid
zu einem Mio-Wert, Bruder, verstehst du? Ich finde, weißt du, was ich meine, mein Bruder? Wenn man das so sieht, Bruder, das Ding ist geil, Bruder, jetzt deswegen, das wäre für mich keine Frage, Bruder, sag ich ehrlich. Wenn sie es nicht geben, ich bin kein Gangster, kein Killer und kein Dieb, ich bin nur ein Junge. Warte mal, falscher Text. Let's go! Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb. Ich bin aufgewachsen auf der Straße. Okay. Einfach nochmal. Letztes Mal mit Mama gekommen, da hat er bei Sido gepunktet. Vielleicht ein bisschen verzockt sich da jetzt nochmal bei Sido mit dem Song. Gucken wir mal, was Sido später sagen wird. Aber kommt schon mal gut. Mal links, mal rechts, das fühl ich nicht gerade. Das Schoko kommt sicher nicht vom Süßwarenladen. Mein Bruder ist im Knast und ihm blühen ein paar Jahre. Meine nächsten Feind werden wie in Tüten begraben. Trau dir Hund nicht, mit deinem trügerischen Lachen hast genügend zu verwalten, doch die Brüder lässt du fallen. Joannas am Block am Matte glühen so wie Lampen. Rap ist so wie Frauen, nur auf Rilla fühl ich Schlampen. Game over time, ja das Ghetto ist jetzt dran. Warum im Range Rover sein, wenn ich Enzo fahren kann? Ihr seid fake, Roya weiß, ich mach alle von euch platt. Fake Fame braucht Zeit, weil ich keine davon hab. Jeder sucht bei mir einen schlechten Grund, ich such einen guten Grund und dann lasse ich euch bluten. Unsere Taten kannst du im Netz einfach googeln. Fresh wie ein Youngster, trotzdem alte Schule. Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb, ich bin nicht gut, ich bin böse, ich bin nachts auf der Straße. Tut mir leid, dass deine Tochter mich liebt, Deutschland macht den Arsch auf, ich hab zu lang gewartet. Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb, ich bin nicht gut, ich bin böse, ich bin nachts auf der Straße. Tut mir leid, dass deine Tochter mich liebt, Deutschland macht den Arsch. Definitiv mit der Sample Challenge mit Cousin in der Folge davor am besten umgesetzt, meiner Meinung. Ich hab zu lang gewartet. Geld am Verbrennen, so als würde es kein Morgen geben. Die Welt brennt, Brother, deshalb muss ich schollen gehen. Benzer am Lenken, weil die Kachbers lieben Sportgeräte. Sie lutscht mein Schwanz und tut alle meine Sorgen nehmen. Dreht ich seine Türe ein, wird nichts mehr so wie früher sein. Manche von euch für den Scheiß, hebt die Hand, spür den Wein. Seele ist kühl wie Eis, in mir der Betrüger bleibt. Schnür die Nikes, hier an ihm vorbei, auch ohne Führerschein. Amatze, guck, wir führen Streit, bis nichts von eurer Würde bleibt. Bring deine Schwester her, ich teste ihren Würgereiz. Mach mir nicht auf Kanake, du heißt doch gebürtig Heinz, verirrt und verwirrt zur gleichen Straße, verführt ein. Im Benz Heizchen, ihr seid nicht mehr sicher. Mein Gangzeichen ist ein Mittelfinger. Freungesheim, wir sind 435er, wett ich heute. Geil. Bei Gangzeichen ist ein Mittelfinger. Nice. Sowas feiere ich. Geil. Nicht reich, fick ich eure Mütter. Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb, ich bin nicht gut, ich bin böse, ich bin nachts auf der Straße. Tut mir leid, dass deine Tochter mich liebt, Deutschland macht den Arsch auf, ich hab zu lang gewartet. Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb, ich bin nicht gut, ich bin böse, ich bin nachts auf der Straße. Tut mir leid, dass deine Tochter mich liebt, Deutschland macht den Arsch auf, ich hab zu lang gewartet. Jerry, Alter. Erstmal herzlich willkommen zurück in den Top 10, Alter, wo du hingehörst. Bringt alles durcheinander. Bruder, ich hab schon Haarausfall bekommen, Bruder, ja, mir ging's gar nicht gut, ja? Ja, groß, ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist, geile Nummer. Ich bin sehr, sehr kritisch, wenn das, krieg sehr oft Anfragen von Leuten, die sagen, kann ich mal den Song hier covern oder kann ich mal, ne? Ich habe jetzt halt auch schon 25 Jahre Karriere auf dem Buckel und da sind halt ein paar Songs, die sind schon Klassiker. Ja. So 25 Jahre alt, wie der hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, der ist bestimmt auch schon 20 Jahre alt, der Song. Das ist auch mein Lieblingssong von dir, Bruder. Geil, Mann, danke dir. Schön zu hören. Ich habe danach auch schon noch ein paar Songs gemacht. Vielleicht hörst du dich noch mal rein, da gibt es auch ein paar geile. Bruder, du bist die Legende, du machst seit 20 Jahren alles platt, Bruder. Deutschrap gehört dir, Bruder. Keine Frage. Bruder, ja, aber trotzdem, ich bin ein bisschen pingelig immer mit der Weitergabe meiner Rechte und so meiner Ideen und so weiter. Aber Dicker, wenn einer darf, dann du. Ja, Bruder, lass mal wahnsinnig, Wallah, ich liebe dich. Komm her. Mein Bruder, das ist eine miese Ehre, Bruder, Herz, ja? Komm her. Ich küsse dein Herz, mein Bruder, Wallah. Geile Nummer. Moment für die Ewigkeit, Bruder, ja, ich schwör auf alles. Geil. Hast du noch was zu sagen, Sie? Nein, Mann. Ich glaube, das ist Schicksal. Weil ich weiß, dass du den Song schon lange rumliegen hast. Bruder, soll ich dir sogar sagen, wie das ist? Guck mal, den Song habe ich gemacht vor einem Jahr, Bruderherz, in einer anderen Talentshow, wo ich rausgeflogen bin, Bruder. Sonst wäre dieser Song gekommen, mein Bruder. Und ich habe mir gesagt, ich bringe den Song nicht raus, bis ich die Plattform habe, damit ich Sido erreichen kann. Und heute stehe ich hier und kann ihn vor dir. Ja, aber genau jetzt geht's um Sample Challenge. Geil. Geile Story. Und ja, Massiv hat recht, das Schicksal. Geil. Nice. Ja, so fügt sich alles zum anderen. Eins zum anderen. Harter Fleiß, harte Arbeit. Wie ich es eben gesagt habe. Nochmal. Wieder so ein Beweis. Wenn du dran bleibst, fleißig bleibst, dann kriegst du irgendwann deine eigene Chance. Und dann hast du diesen Song rumliegen. Wallah hart, Bruder.
Nassib, Bruder, ja. Hast echt Glück, Alter. Hast echt Glück, Bruder. Ich sag mal, ey, du hast echt Glück. Du bist hier eigenes, du hast jetzt, bringst vieles durcheinander jetzt gerade, Bruder. Wirklich. Geil, Bruder. Aber ein bisschen Glück. Ja, du bist einfach zurück. Auch, Du bist ja? einfach zurück, um alles durcheinander zu bringen. Mein Gangzeichen ist ein Mittelfinger, großer Ausdruck. Ja, Gangzeichen ist Mittelfinger war geil. Warum hat den noch keiner gemacht? Der ist so easy, aber ja, dein Gangzeichen ist der Mittelfinger, das ist geil. Geil, Bruder. Jedi, Bruder, ich bin froh. Ich habe dich gehört. Du hast irgendwann mal gesagt, Bruder, ich will unbedingt Top 10, Top 10. Ja, und auch wenn es jetzt mit ein bisschen Gedribbel war, du bist in der Top 10, Bruder. Ja, Ja, Bruder, und ich bin sehr froh, weil dein Abschied hat mir mit am schwersten gefallen. Wallah, ich war kurz davor, eine Träne für dich zu vergießen. An dem Tag ist es wirklich emotional geworden. Danke, weißt du, Und der Song hat mir gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass der Beat ein bisschen zu langsam ist für dich. Weißt du, bei den anderen Songs, du bist, glaube ich, ein bisschen schnellere Geschwindigkeit, ist dein Flow noch ein bisschen on point, da noch ein bisschen scheppert, ein bisschen mehr. Aber du hast es auf jeden Fall super geil umgesetzt. Ich finde auch geil, wie du das in der Hook geflippt hast, genau aufs Gegenteil, weißt du. Und, Bruder, eigentlich ist das so einfach, aber bis jetzt kam noch niemand drauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Auch mein Glück, Bruder, ja? Bruder, und ich weiß nicht mal, ob es humorvoll gemeint ist, aber es ist mein Humor. So wie du rausgehst aus dem zweiten Part. Entweder ich mache Dinge oder ich fick eure Mütter und so. Es ist so stumpf, aber es ist einfach so geil. Und danke, Bruder. Geil. Danke, mein Bruderherz. Ich werde das komische Gefühl nicht nutzen, dass wir dich gar nicht loswerden irgendwie. Oder ich krieg die in den Tod drauf, Bruder. Ich schwör dir, Alter. Weißt du, Jedi, Musik ist relativ. Also Musik ist halt immer Geschmackssache. Vieles davon Geschmackssache. Hier sitzen auch wirklich Leute, die das ihr Leben lang machen. Ne? Ich habe das nicht mein Leben lang gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht der Experte. Ne? Aber hier sitzen Leute, die machen das ihr Leben lang, Bruder. Und hier geht es schon nach Leistung. Aber du bist einer der wenigen auch, was ich so mitkriege und höre, der auch menschlich ein super Typ ist. Der die Leute auch mitzieht, der die Jungs auch also motiviert. Ja? Und das Menschliche an einem Prototyp-Rapstar zählt für mich auch. Für mich persönlich zählt das mit dazu. Wenn du eine Fotze bist, aber der beste Rapper bist, scheiße ich auf dich, Bro. Wenn du aber korrekt bist und cool bist, menschlich, ja, hast du bei mir so ein Stein im Brett. Und ich glaube, du bist auch hier, weil du ein guter Junge bist einfach. Das hat mit damit zu tun und das macht die ganze Sache einfach noch geiler. Danke, Nur mein lieber an Bruder, dich ja. und egal wie das heute hier ausgeht, du wirst deinen Weg gehen, Jadi, das sage ich dir. Geil, Bruderherz. Ja, inshallah, Bruder. Ja, ich danke euch. Ja, safe, 100%. Wird seinen Weg gehen, sollte aber auf jeden Fall weiterkommen für das Ding. Wie gesagt, der hat immer einen nassen Ärmel, der Typ. Und ja, den werden die nicht los, das glaube ich auch. Meine Brüder. Dankeschön. Liebe. Danke, Jedi. Bis gleich. Hallo zusammen, meine Freunde. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben uns gerade... Ah, stimmt. Waren schon 5. Das heißt, jetzt schon Entscheidung. Ja. Ich glaube, Dabasch. Es wird wahrscheinlich Dabasch treffen am Ende. richtig hart beraten. Also tatsächlich die zwei, die lyrisch, Reimtechnik, Struktur etc., wo ich natürlich sehr darauf achte, was ich sehr feiere. Vielleicht dann am Ende des Tages im Halbfinale beide gehen mussten. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wen es trifft jetzt. Haben uns echt brutal Kopf gemacht. Es war viel schwieriger als bei der ersten Show, also bei der ersten Top-10-Show. Das ist sowieso Katastrophe. Wen will man jetzt noch loswerden? Das ist alles so nah beieinander und das ist halt... Ja. Jamie. Ich schau nicht mehr zurück, aber wenn ich zurückschau, dann sehe ich nur mein Glück. Ich blick nach vorne und nie mehr zurück. Du bist weiter. Verdient. Das Sample-Ding gut umgesetzt. Viel Gefühl wieder reingebracht. Super Sample-Wahl. Zazu? Ich bin Sonny Corleone, aggressiv und impulsiv, nenn mich Sonny Corleone. Ich bin Sonny Corleone, Sonny Corleone, aggressiv und impulsiv. Mafia pur. Wie soll ich zu dir sagen, raus? Ich will gar nicht wissen, was da Konsequenzen auf mich zukommen würden. Deswegen, du bist weiter. The Reese. Sag mir, Baby, bleibst du bei mir, oh na, Baby, te amo. Ganz egal, wie weit der Weg ist zu. Mich das heute der schwächste, tatsächlich. Und auch interessant, dass die sagen, war viel, viel schwieriger, viel, viel knapper als bei der ersten Top 10. Bedeutet, bei der ersten Top 10 war es leichter für sie, Museen rauszukicken. Was für mich, wie gesagt, persönlich vielleicht nicht der stärkste Track von Musino war in der Top 10. Also es war nicht der stärkste Track
in den Top 10, aber auf jeden Fall Live of the Chart war schon zweit- oder drittstärkste, würde ich sagen. Also man muss halt auch überlegen, der Junge samplet alles, der produziert alles selber, macht seine Beats selber. Weiß ich nicht, ob der auch mixt und mastert. Und ja, sowas zählt für mich auch mit dazu, ein Prototyp-Rapper. Aber egal, wir wollen uns nicht in der Vergangenheit aufhalten. Wir sind jetzt hier. The Reese heute für mich der Schwächste, kommt aber wahrscheinlich weiter. Topstar. Bis weiter. Und jetzt kommen wir zu JD und zu Davash. Ich bin ein Gangster, bin ein Killer, bin ein Dieb. Ich bin aufgewachsen auf der Straße. This looks like a job for me. Man, der eine iPhone unter Android. Wer verbrennt durch Lachen mehr Kalorien als Charlie Sheen durch Nase zieht. War das nicht letztes Mal auch schon so? Boah, ich weiß nicht. War das letzte Mal auch schon so, wa? Ehrlich, wa? Geil. Ja, die Runde wird ja immer enger und deswegen kommen solche Konstellationen jetzt eventuell nur noch einmal vor oder vielleicht Daran sieht man aber, dass wir auch keinen Quatsch machen. Dass es halt schon immer um euch beide am Ende auch geht, also meistens. Ne? JD hatte heute die Chance, den Spotlight komplett zu nutzen. Hat natürlich abgeliefert mit diesem Sample. Ich bin auch Fan von diesem Song. Davash, du bist einer der letzten überlebenden Rap-Rapper. Wir wollen alle beide gerade nicht verlieren. Du lieferst in den meisten Fällen immer ab, du hast immer krasse Lines und so. Und heute haben wir uns für den besseren Rapper entschieden. Und das könnt ihr mir echt glauben. Und es haben nur Nuancen den Unterschied gemacht. Wir haben ein bisschen in den Vordergrund gesetzt. Wir haben die Songs miteinander verglichen. Wie wurde gerappt, wie war die Technik, wem war die Technik besser, wer war mehr on point auf dem Beat und so weiter. Und die Entscheidung ist halt dementsprechend gefallen. Sehr, 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 sehr kleine Nuancen haben entschieden. Es tut mir besonders leid, JD. Bruderherz hat leider nicht gelangt, aber wirklich so minimal kurz davor. Ich schwöre dir, es war wirklich eine dicke Debatte gerade unten. Da warst du bis weiter. Aber Top 10, mein Großer, da liegt noch einiges vor dir. Das ist nicht das Ende deiner Karriere, das ist nur das Ende hier bei uns. Aber Dicker, wir sehen uns wieder. Aber so ist das Leben, so spielt das. Das hätte ich nicht gedacht. Mit dem Song, dann holen die den wieder. Ja gut, das soll jetzt kein Bonus sein, ne? Nur weil du als Nachzügler reinkommst, solltest du jetzt keinen Bonus den anderen gegenüber haben. Aber die Story einfach darum ist halt schon ein bisschen scheiße, schon ein bisschen traurig. Ne? Da kommst du als Nachzügler rein, performst dann so einen Song, der auch dann irgendwie mit der Geschichte ein Jahr rumliegt und er nur darauf gewartet wurde oder gewartet hat, den performen zu können, dann kommt er trotzdem nicht weiter. Das ist schon. Und Davash hat nicht 100% abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja, und da muss man dann auch sagen, nochmal, wie gesagt, ich will nicht in der Vergangenheit verweilen, aber wenn ich jetzt sage, weil Massiv auch meinte, sowohl zu Moseno als auch mit Davash, du bist einer der letzten überlebenden Rapper. Wenn ich jetzt den Song von Moseno vergleiche mit diesem Song von Davash, dann ist Moseno mit weitem Abstand war der besser. Mit weitem Abstand. Deswegen check ich es auch nicht, warum man jetzt direkt schon nach jeweils der Folge die Entscheidung getroffen hat, anstatt zu warten, bis alle 10 performt haben und dann 2 zu selektieren, rauszuschmeißen. Ja, wird schon seine Gründe haben. Ja. Schade. Das Feld minimiert sich. Ja, aber schon richtig. Das waren Nuancen. Herzlichen Glückwunsch an alle anderen. Glückwunsch. Jamie, Glückwunsch, Bruder. Grüße, mein Bruder. Glückwunsch. Glückwunsch, Bruder. Bruder, Herz. Wallah. Wallah, man gewöhnt sich an die Verabschiedungen mit dir die ganze Zeit, ne? Leute, das war die zweite Episode der Top 10 Shows. Es hat Spaß gemacht, so hart es auch gewesen ist. Nächste Woche geht's weiter.
und das Finale rückt immer näher. Peace. Ja, interessante Folge. Auf jeden Fall, ja, coole Folge. War nicht die beste, aber auf jeden Fall eine interessante Folge, weil es war die erste Folge Fiala Reacts. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mal schauen, was als nächstes kommt, worauf wir als nächstes reacten. Vielleicht dann auch wieder auf Englisch oder wir reacten nochmal auf Prototyp Webster. Wer weiß, who knows. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ihr werdet von uns hören. Bis bald. Cheers.